Ja, das finde ich total schön. Also das haben wir ja gemacht, ganz frei fließend, hier mit der Struktur und ja, ohne große Vorgaben. Sowas in der Art will ich nochmal machen. Da aber einige trotzdem noch eine Schwierigkeiten haben, fangen wir heute an zu kritzeln, aber konstruiertes Kritzeln. Also du fängst an mit deiner Vorstellung, wie teile ich denn jetzt hier überhaupt die Leinwand mal auf. Und da hilft dir der Bleistift hier und du kannst das so ein bisschen drauf zeichnen. Jetzt nehmen wir unsere Paste. Entweder eine fertige Paste oder eine angerührte Paste und ja, jetzt trotzdem locker bleiben. Vielleicht hast du sogar noch mehr ein sicheres Gefühl für die Fläche, für deine Bildaufteilung. Ich nehme halt gerne den Kuchenheber, weil den hat vielleicht auch einfach jeder irgendwie in der Schublade liegen. Und dann verstreichst du erstmal wieder. Für die großen, glatten Flächen nehme ich jetzt das XL-Palettenmesser, denn damit kann ich es jetzt richtig schön glatt ziehen. Und mit dem ganz kleinen Palettenmesser kann ich jetzt tolle Linien reinziehen. Also damit kann ich toll unterschiedlich halt arbeiten mit den unterschiedlichen Werkzeugen. Und jedes Werkzeug hat sowas für sich. Und jetzt hast du ja schon mal so eine Idee von einer anderen Bildaufteilung. Oftmals hängt man dann ja immer in derselben Schiene, macht man immer irgendwie dasselbe. Und so kann man sich da auch noch mal so ein bisschen lösen. Ich denke, das ist ein ganz guter Tipp. Ja, auch um wieder den ersten Schritt über die Leinwand zu machen. Auch die Leinwand einfach zu drehen, finde ich immer hilfreich. Manchmal kommt man da nicht mehr ran oder der Arm bremst, weil die Bewegung anders ist. Also guck mal, wie so deine Bewegungen sind und wie du so damit auch in deine Malerei reinkommst. Ja, du schaffst damit nicht nur irgendwas auf der Leinwand, sondern auch so einen Weg zu dir selber, finde ich immer. Ja, ich habe es gerade geföhnt, aber hier ist es noch nicht trocken. Also föhn das so lange, bis es trocken ist. Ja, und wir wollen es fließen lassen. Und was eignet sich da besser als Kaffee? Ist auch noch ein bisschen warm, aber es wird trotzdem funktionieren. Kann man auch gut mit der Hand jetzt einfach verstreichen. Mach das einfach, damit löst du auch so dein konventionelles Denken. Machst dich frei hier, schaukelst einfach so ein bisschen die Leinwand und guckst mal, wo die Farbe so mitläuft. Mich jetzt gerade an so ein Brettspiel, wo man so Murmeln hin und her schiebt. Ja, und das kann man auch einfach hier so wieder abwischen. Wenn die Paste erstmal trocken ist, dann ist sie trocken und fest und dann passiert da auch gar nichts. Da sind ein paar Krümel, aber egal. Jetzt ein bisschen weiß drauf. So färben wir den Ton ein und das ist immer ein toller Mischton, finde ich. Also du kannst natürlich auch Wasser nehmen oder Tee, ganz wie du magst. Ja, so läuft das jetzt ein bisschen besser. Ja, ist nicht ganz so flüssig, ne, wie der Kaffee oder wie die andere Farbe. Also je nachdem, da wo das Wasser eben ist, läuft es auch ein bisschen schneller. Kannst ein bisschen gucken. Es soll ja so mit den Linien so mitlaufen. Deshalb kann ich das hier noch mal ein bisschen nass machen. Dann läuft es wieder besser. Der Farbton, der verändert sich auch. Kann man hier ganz gut sehen. Der Farbton passt doch ganz gut dazu. Ja. Alternativ haben wir hier den auch als fertige Acrylfarbe. Das ist ja
selbe Ton im Prinzip. Ja, hier habe ich ja einfach nochmal meine Kreide, die war mir auf den Boden gefallen. Und die färbt ja ordentlich, haben wir ja beim letzten Mal schon gesehen. Die Farben ergänzen sich auch schön hier. Dabei kann man auch so schön abtauchen, finde ich. Also richtig entspannt hier einfach die Farbe ein bisschen verteilen, ein bisschen ineinander mischen, gucken, was so passiert. Da ist jetzt kein Wasser oder wenig und da sind auch tolle Effekte. Kommt die Struktur so schön durch. Fließt auch ein bisschen, ist ja noch nass, aber mit dem Wasser ganz vorsichtig. Da fließt es gleich schneller noch in die andere Farbe rein. Hier entstehen jetzt nochmal wieder neue Farbtöne. Das ist ganz schön. Ja, und ich will es jetzt aber wieder ein bisschen heller haben, weil es mir doch zu dunkel, ne? Also der Kaffeeton hat schon was. Also der ist schon immer ganz besonders, finde ich. Ja, jetzt kann man wieder zugucken, ganz langsam rüberziehen die Farbe. Ja, das haben wir ja die letzten Male auch immer gemacht. Das mache ich halt prinzipiell immer ganz gerne. Und das hat wiederum tolle Effekte. Dann läuft die Farbe da auch nicht weiter. Kann man auch mal reinstreuen. Kommt da jetzt gar nicht durch. Ich brauche mal Moment, den Pinsel. Damit kann ich, ja, jetzt kommt natürlich gleich ganz viel raus. Lassen wir es einmal schneien. Das ist auch immer witzig, finde ich. Oder wie über so einen Kuchen streuen, ein bisschen Puderzucker. Ja, es hat schon was hier. Also es ist schön weiß und es hört jetzt auf. Die Farbe zieht dann nur so rein, also genau bis zu der Kante dann. Sieht auch überall toll die Struktur. Ja, wie geht's jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Ich glaube, der passt ganz gut. Also der soll jetzt darauf. Und ja, ich mache es einfach vorher ein bisschen nass. Jetzt natürlich, das darf da jetzt nicht rüberkommen. Also es soll jetzt nicht darüber laufen. Deswegen mache ich es jetzt erstmal nur hier nass. Die Farbe ist eben auch nicht flüssig. Und ja, so ein bisschen anschubsen einfach. Dann läuft die einfach mit dem Wasser mit. Und mit dem Palettenmesser geht das natürlich noch besser. Der Farbton könnte ein bisschen wärmer sein. Also einfach wieder ein bisschen abfärben, nimm einfach dein Braun oder den Kaffee, was auch immer. Aber wie gesagt, ich nehme den halt immer schon. Bisschen vorsichtig anheben, dass es langsam darüber läuft, weil damit läuft es halt über die Kante rüber. Und zieht jetzt so genau da sich ein bisschen rein. Und dann mischen sich auch wieder die Farben.
so lasse ich das jetzt. Jetzt kann ich da auch erstmal gar nicht mehr ran. Und so kann es in Ruhe trocknen und ja, am besten hört man dann auch irgendwann auf, weil sonst, es macht halt total viel Spaß. Das ist so ein bisschen das Problem. Was heißt das Problem? Ist natürlich auch falsch. Also das ist das Schöne daran, es macht total viel Spaß, aber weil es so viel Spaß macht, macht man halt gerne auch immer weiter und immer weiter und ja, oh, ich freue mich voll, das sieht richtig gut aus. Also man sieht so die Strukturen durch, also du siehst diese weißen Linien, das ist einfach diese Struktur und ja, übers Wasser läuft das eben immer mit. Ich versuche das immer so ein bisschen nochmal scharf einzustellen. Das geht ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Dann verändert sich hier ständig die Farbe. Aber ich denke, du hast ja über den Prozess ganz gut gesehen, wie das so ist. Ja, und jetzt bist du dran. Mach einfach, unser Motto, ich liebe das, also es ist einfach der Schlüssel. Also ohne das Machen wirst du es einfach nicht machen können. Also tu was, steh auf, los, hol deine Sachen, pack deine Malsachen aus und fang an zu malen. Und du hast hier so viele Beispiele. Oder das von letzter Woche, das steht hier. Genau, das ist auch total schön. Man erkennt das ja oft über die Kamera nicht so richtig, wie viele Nuancen da drin sind. Und da waren ja wirklich so viele Bilder entstanden. Also man hätte es auch schon in der ersten Farbschicht gleich so lassen können. Aber es ist halt echt toll. Also so viele schöne Strukturen. Richtig schön, man kann so reingucken in das Bild. Ja, und wenn du mal Rahmen machen willst, ich sehe das, ich komme jetzt gerade drauf, dann guck mal auf meine Webseite, guck mal unter das Video. Da findest du dann einen Link und da zeige ich dir auch jetzt bald, wie man Rahmen selber baut. Also schau da gerne rein und jetzt viel Spaß beim Selbermachen. Mach's gut. Tschüss. Ja, du weißt, ich arbeite sehr, sehr gerne intuitiv. Das ist ja eigentlich so mein Steckenpferd. Aber wenn du eine Unterstützung brauchst, dann hilft dir halt eine Skizze, auch in diesem Fall. Und ja, du kannst kritzeln und gucken, was kommt. Das wäre dann so eine Mischung. Oder aber du zeichnest dir halt vorher kurz auf dem Papier was auf, wie eine Bildaufteilung aussehen kann oder direkt auf die Leinwand und fängst dann an zu malen. Das unterstützt dich dann einfach auch nochmal ein bisschen aus dieser Routine auch auszubrechen, dass die Bilder am Ende immer irgendwie gleich aussehen und dann wundert man sich ja manchmal. Und was schön ist an dieser Malerei ist eben, dass du total langsam arbeiten kannst. Du kannst richtig abschalten, du kannst immer gucken, was passiert und brauchst nicht viel Farbe. Ja, ich glaube, sind erstmal ganz gute Tipps. Schau auch auf meinem Blog, da habe ich auch immer noch viele Tipps. Und jetzt Dankeschön für dein Like, danke für dein Abo, danke für deinen Kommentar. Ich habe viele neue Namen gelesen, aber ich vermisse auch ein paar. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, jetzt greif zu deinen Farben, mach deins und hab ganz viel Spaß und einen schönen Sonntag. Ach, schönen Dank noch für die Bestellung. Vielen, vielen Dank der Tassen. Vielen, vielen Dank für die Posterbestellung und auch für die Rückmeldung. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass alles immer gut klappt. Das ist für mich auch immer schön, dann nochmal hinterher zu hören. Also Dankeschön und mach's gut. Tschüss.